willkommen zu Folge 20 beim Bootbau. Ja, 20 Folgen lang bauen wir jetzt hier schon an unserem Boot. Und in der letzten Folge haben wir mit Lasern aufgehört und fangen auch diesmal wieder an. Ihr wisst, wir sind mittendrin in der Phase, wo wir eben alles hier durchschweißen und abschließend endgültig schweißen. Dementsprechend ist das halt jetzt oft viel wiederkehrend, die Kanten reinigen, sauber machen und schweißen. Wir sind jetzt hier immer noch im Bereich des Unterschiffs bzw. Maschinenraum. Ihr rechts seht ihr hinter mir quasi das Schott. Und wir arbeiten uns so langsam eben hier nach oben weg. Und nicht immer läuft aber alles so, wie das soll. Und so geht hier plötzlich alles aus. Da ist uns dann mal eben kurzerhand, der FI, die Sicherung rausgeflogen. Und ja, muss erstmal kurz gucken, wo es dran gelegen hat und das beheben. Aber alles nicht weiter schlimm. Zum Glück habe ich jetzt hier meine Stirnlampe angehabt. Insofern saß ich nicht ganz im Dunkeln und konnte zumindest hier unten wieder rauskrabbeln. Damit aber dann jetzt erstmal wieder zu unserer Biegepresse. Das, was ihr hier seht, das Teil, das ist einer der Fensterrahmen. Wir werden Fenster hinterher einkleben. Dafür brauchen wir jetzt entsprechend die Rahmen, gegen die dann die Fensterscheiben im Grunde anliegen. Die werden wir im späteren Verlauf des Videos dann auch noch im Salon schon einbauen. Aber dafür müssen sie hier natürlich erstmal gebogen werden. Was ihr im Hintergrund hört, ist die Pumpe von der Biegepresse. Das kennt ihr wahrscheinlich schon aus den anderen Videos. Letzten Endes ist das jetzt hier vorbereitet im System. Das heißt, es gibt hier einen Hinteranschlag, wo wir eben entsprechend das Blech gegenlehnen. Die Matrizen hier sind entsprechend eingestellt auf die Breite, die gedrückt werden muss. Und nachdem wir jetzt das erste Teil gebogen haben, man gibt natürlich entsprechend die Stärke des Blechs vor und wie weit man biegen möchte. Man muss das durchaus nochmal hin und wieder korrigieren. Hier war jetzt der Winkel noch nicht ganz exakt auf dem, was wir hier haben wollten. Also nochmal kurz Parameter im System ändern und dann nochmal nachbiegen, damit wir auf das kommen, was das Teil dann eben hier entsprechend haben soll. Natürlich muss man jetzt auch nach der zweiten Biegung entsprechend nochmal nachmessen und kontrollieren, ob wir jetzt da sind, wo wir hinwollen. Natürlich soll das hier mehr oder weniger im rechten Winkel sein. Wir sind jetzt hier noch bei 91,3. Das ist also noch ein bisschen zu weit offen. Somit muss das Teil nochmal nachgerichtet werden, sprich nochmal Parameter ein bisschen ändern in den Einstellungen und dann das Ganze noch ein drittes Mal Korrektur biegen. Das tun wir jetzt hier. Und dann ist es auch in Ordnung. Somit haben wir dann jetzt hier auch die richtigen Parameter eingestellt. Das heißt, wir können jetzt Stück für Stück alle anderen Teile entsprechend biegen, zumindest was den Druck angeht. Wir müssen natürlich die Breiten immer wieder korrigieren. Die Teile sollen natürlich mittig drunter liegen. Unsere Presse hat zwei Druckzylinder, die sollen entsprechend links, rechts vernünftig gleichmäßig belastet werden. Also muss das Teil immer entsprechend in der richtigen Position liegen. Und ja, wenn wir jetzt dann eben mehrere Kanten schon gebogen haben, dann muss man natürlich auch Teile rausnehmen, sodass eben die gebogenen Sachen dann nicht in der Biegematrize wieder drinne hängen. Das sehen wir jetzt gleich hier Stück für Stück. Und dann lasse ich euch jetzt mal noch ein kleines bisschen alleine zuschauen und dabei ein bisschen Musik für euch laufen. Wir stehen entspannten im rohen Gerüst, zwischen Stahl und Gedanken, die keiner vergisst. Die Hände sind dreckig, die Köpfe sind klar. Was wir hier erschaffen, war nie einfach nur Fahrt. Es riecht nach Metall, nach Idee, nach Beginn. Nach dem Wunsch, dass Arbeit auch Leben sein kann. Kein Plan von der Stange, kein Ziel von der Norm. Hier wächst ein Zuhause in völlig neuer Form. Jede Minute geht ins Boot, mit Herz und Hand, mit Kopf und Mut. Ein Schwimmen zu Hause, unser Gebot, von Sonnenkraft und Wassergut. Ein Herzensprojekt, das offen spricht. Wir bauen Zukunft Stück für Stück.
Ja, und damit haben wir dann im Grunde auch alle Rahmen gebogen. Wie ihr gesehen habt, dadurch, dass wir wieder jedes Teil mindestens zweimal haben, kann man natürlich auch jede Biegung, die man eingerichtet hat, entsprechend zweimal benutzen. Und dann geht es auch schon hier in den Einbau am Boot. Das ist relativ simpel. Mit den zwei Zangen machen wir uns hier quasi einen Auflagepunkt. Dann wird der Rahmen hier draufgehangen, kurz positioniert. Der ist ja entsprechend bemessen, dass er hier genau rundherum passt, logischerweise. Und dann brauchen wir ihn nur mit den Zangen ein bisschen festziehen, festspannen. Dadurch, dass die Außenwand hier an der Seite im Grunde gerade ist, haben wir hier auch keine Probleme, dass da irgendwelche Biegungen drin sind. Und somit kommen wir natürlich jetzt hier auch an den Punkt, wo wir ja zusätzliche Stabilität noch in diesen oberen Bereich der Außenwand bringen. Auch das war ja durchaus schon mal ein Thema in den Kommentaren, dass hier natürlich noch mehr Aussteifung rein muss, ganz klar. Das passiert jetzt hier mit den Rahmen weitestgehend. Und auch wenn wir jetzt an anderen Stellen bereits am Durchschweißen sind, so werden auch die Teile natürlich erstmal nur geheftet, bis eben hier auch alles an Seitenteilen eingebaut ist. Nicht, dass wir jetzt hier entsprechend rundherum schweißen und uns daneben, wo jetzt noch keine Aussteifung drin ist, dann alles verziehen. Das wollen wir nicht. Entsprechend jetzt erstmal alle Rahmen hier einbauen, bevor es dann zu einem späteren Zeitpunkt eben komplett geschweißt wird. Und so ist das Einsetzen der Rahmen hier jetzt eben auch keine großartige Kunst. Das wird jetzt hier immer wieder wiederholt, entsprechend oben die Zangen einhängen. Das ist nur so ein Millimeterchen, was das reinsteht, was wir dann eben auch als Luft haben. Und dann mit den Zangen festspannen, anpunkten. Und so kann man das hier an jeder Scheibe wiederholen. Die Sonne als Antrieb, das Wasser als Kraft. Ein Kreislauf beginnt, wenn Technik Sinn schafft. Wir denken in Strömen, nicht in Verbrauch. Kein Kabel zur Küste, kein Lärm, kein Rauch. Wir schöpfen das Wasser, das um uns fließt. Reinigen es, bis es Leben genießt. Wir bauen auf Selbst, nicht auf System. Ein Boot, das versorgt und bleibt trotzdem bequem. Jede Minute geht ins Boot, mit Herz und Hand, mit Kopf und Mut. Ein Schwimmen zu Hause, unser Gebot, von Sonnenkraft und Wassergut. Ein Herzensprojekt, das offen spricht, wir bauen Zukunft, Stück für Stück. So ist die Wand hier dann schnell entsprechend gebaut, beziehungsweise was heißt die Wand, die Rahmen für die Fenster und das Thema abgeschlossen. Das gleiche machen wir natürlich später auf der anderen Seite nochmal und damit geht es wieder weiter mit Lasern, 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 Lasern. Jetzt sind wir aber schon so langsam im Salon angekommen. Das heißt, hier, wo ich drauf sitze, ist unser Salonboden und entsprechend hier die Außenwand. Auch das muss natürlich alles genauso gelasert werden, wie das bisher im Unterwasserschiff war. Ihr merkt, wir arbeiten uns so langsam nach oben. Da das Lasern ja immer so ein bisschen was fast Hypnotisches hat, lasse ich euch hier nochmal so ein kleines bisschen mit diesem Part in Ruhe. Wenn du einen Traum hast, halt ihn nicht klein. Beginne mit Händen, was deins kann sein. Die Welt braucht Ideen, die keiner noch kennt. Und Menschen mit Mut, die nicht einfach nur rennt. Du musst nicht perfekt sein, nur ehrlich und klar. Der Anfang ist leise, doch bald wird er wahr. Erschaffe dir Räume, so wild wie dein Ziel. Denn alles beginnt mit dem ersten Gefühl. Und wenn die Welt sich zu schnell dreht, sind wir ein Gegenentwurf, der still besteht. Ein schwimmendes Zuhause, selbst gemacht.
Jetzt habt ihr auch einmal unseren kleinen Song Bootbau komplett gehört. Ich dachte mir, ich lasse ihn jetzt einfach mal komplett auslaufen. Auch hier muss nicht jedem gefallen, was wir da basteln an Musik. Uns gefällt es und passt eben zu dem, was wir hier tun. Und deswegen werde ich es hier immer mal wieder einstreuen, wenn es gerade eben nichts zu erzählen gibt. Ja, die Szene hier ist im Grunde auch ja selbstredend, was wir hier machen. Der Basti ist im Unterschiff am Schweißen, während ich eben im Salon die nächste Ebene am Vorbereiten bin. Das, was ihr im Grunde eben schon in klein gesehen habt, jetzt eben hier mal ein bisschen offener. Und ja, der Ventilator in der Mitte, der hat durchaus seinen Grund, denn zu dem Zeitpunkt, als wir diese Arbeiten gemacht haben, war es hier richtig heiß, auch wenn es jetzt draußen gerade nicht so wirkt, es nicht so sonnig wirkt, aber da hatten wir im Boot halt schon ja um die 35, 40 Grad und da muss mal irgendwie ein bisschen Luft durch, sonst ist das da nicht sinnvoll aushaltbar. Und während ich jetzt hier gerade noch so ein bisschen vor mich hin laser, steigen wir jetzt in ein altes Video und zwar von März 2024. Da haben wir hier auf dem Hof ja ein bisschen mal nach Zahlen gemacht, habe ich es damals genannt, und hatten da die Bootmaße mal aufgezeichnet, um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, wie groß denn so alles wird und ja, ob das Platzangebot so reicht, wie wir uns das vorstellen und denken. Und in dem Rahmen habe ich damals so eine Art, ja, Bootsrundgang, Deckrundgang gemacht und das gucken wir uns jetzt heute nochmal an. Gehen wir mal aufs Schiff, hier hinten in der Mitte das Viereck, das wird unser überdachter Außenbereich werden. Dann begeben wir uns jetzt hier links über die angedeuteten Stufen auf den oberen Deckumgang. Hier rechte Hand, dann Unterdeck das Schlafzimmer ganz vorne. Und dann sind wir auch schon am Bug und gehen auf der anderen Seite vom Schiff wieder zurück. Auch hier angedeutet gleich die Treppen, wo wir wieder runterkommen. Geradeaus ist dann so ein bisschen Platz für Fender und solche Dinge zum Anlegen. Und dann kommen wir hier hinten in ja, quasi den Salon rein. Da wird auf der rechten Seite dann eine Sitzgruppe entstehen. Hier vorne rechts der Steuerstand, auf der anderen Seite die Küche und links noch ein Arbeitsplatz. Und hier die Treppe runter ins Unterdeck geht es dann eben zum Badezimmer und Schlafzimmer. Ja, so viel zu damals und heute. Ich denke, das ist ganz witzig, das mal so zu sehen, was wir damals gemacht haben und wie es dann jetzt schon steht. Und jetzt mal hier ein Blick in das Schweißgerät und unsere lustige Drahtspule. Ja, ne, Schweißgerät ist auch immer so ein Thema. Ihr habt es mit Sicherheit schon öfter gesehen, dass wir das hier in dieser Gitterbox stehen haben. Und wir haben uns damals recht schnell am Anfang diese 25 Meter Snake geholt, um eben genau hier flexibel an jede Stelle auf dem Boot zu kommen, ohne das Schweißgerät ständig irgendwie umstellen zu müssen. Und deswegen war das mit einer der besten Entscheidungen, was eben auch wieder Geräte angeht. Und so kommen wir an jeden Punkt zum Schweißen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, dann abonniert gerne unseren Kanal. Lasst auch gerne auf den Videos ein Like da, teilt sie mit Freunden. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das gerne mit einem Thanks tun oder mit einer kleinen Kanalmitgliedschaft. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.